Mit anderen Worten, Deutschland würde zu den Grenzen des Ersten Reiches zurückkehren, Österreich-Ungarn könnte wieder eine Republik werden, und das türkisch-osmanische Reich könnte Judäa, fälschlicherweise Palästina oder Israel genannt, wieder zu einem Protektorat machen. Natürlich würden in einem solchen Szenario die Rechte und die Autonomie der Polen, Juden und Judäer, Palästinenser und so weiter erhalten bleiben. Die Veränderungen könnten jedoch noch größer sein, da die satanische Korporation der Vereinigten Staaten von Amerika als Ergebnis des Sieges des amerikanischen Volkes in der Zweiten Revolution abgeschafft werden soll. Die Republik der Vereinigten Staaten von Nordamerika wird wahrscheinlich als Ersatz für das Unternehmen entstehen, wenn sich der Staub gelegt hat. All dies mag weit hergeholt erscheinen, aber die Tatsachen der realen Welt machen dieses Szenario sehr wahrscheinlich. Das IOC wird Israel und seinen HM-Führern ein Ultimatum stellen, ihr kriminelles und asoziales Verhalten in der Welt zu beenden. Sie werden damit drohen, Israel mit einer Armee von mehr als 5 Millionen Mann anzugreifen, die ihnen zahlenmäßig 10:1 überlegen ist, wenn sie nicht die Kriegsverbrecher in ihrer Regierung verhaften und sich unter die Vormundschaft der Türkei begeben, weshalb TASS berichtet, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine globale Initiative plant, um die Gaza-Krise zu lösen, und dass der Rockefeller-Sklave Antony Blinken der Türkei die kalte Schulter zeigt, während er versucht, diesen Schritt zu verhindern. Das derzeitige US-Regime hat keine Glaubwürdigkeit in der Region, und es gibt Berichte über einen Angriff auf das US-Festland selbst, was bedeutet, dass keine Truppen für den Kampf im Nahen Osten zur Verfügung stehen werden. Der überzeugendste Beweis dafür kommt aus Los Angeles. Jede Nacht gegen 2 Uhr kommt das US-Militär in Lastwagen auf den Hauptstraßen von Long Beach, Kalifornien, an. Die Truppen gehen in den Untergrund und man hört laute Explosionen, die keine Erdbeben sind. Als ich einen Soldaten in der Cafeteria des Hafenkomplexes fragte, gegen wen sie kämpften, sagte er, dass sie gegen mexikanische und chinesische Truppen kämpften, so ein Logistikoffizier im Hafenkomplex von Long Beach gegenüber dem geschätzten Jim Wiley vom Hat Trick Newsletter. Wiley zufolge konzentrieren sich die Kämpfe auf das Käfigzentrum des Getty-Museums. Ein hochrangiger Beamter des mexikanischen Kartells bestätigte uns auch, dass die Vergeltungsmaßnahmen für den Angriff auf Acapulco mit Energiewaffen andauern. Chinesische Truppen sind dort gelandet, sagt er und fügt hinzu, ich stelle mir den Angriff auf Las Vegas in Form einer Tragödie vor. Die Kartelle schwören, Teile Mexikos zurückzuerobern, die ihnen während des Krieges zwischen den USA und Mexiko weggenommen wurden. Diese Berichte werden teilweise durch die massiven, mysteriösen Brände bestätigt, die in Los Angeles ausgebrochen sind. Letzte Woche erlebte Mentone, Texas, nahe der mexikanischen Grenze, ebenfalls ein seltenes Erdbeben der Stärke 5,2. Laut dem US Geological Survey bedeutet die geringe Tiefe von 4,34 Meilen, dass es sich definitiv um ein größeres Erdbeben handelte, so ein CIA-Beamter. Die Fed hat eine Anleihe im Wert von 24 Billionen Dollar ausgegeben, die die Länder kaufen mussten, um die Schulden zu decken. Niemand hat auch nur einen Cent dafür bezahlt. China kaufte Öltermingeschäfte vom Iran und zahlte dafür 33 Billionen Dollar, aber nicht in US-Dollar. Was sagt das über die USA im Weltgeschehen aus? Sie sind im Stillstand. Diese Scharmützel finden im Vorfeld eines Gipfels zwischen Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am 15. November statt. Unseren Quellen zufolge wird Biden Rockefellers versuchen, 11 zu beschwichtigen, indem er China den Bundesstaat Kalifornien anbietet, doch die Chinesen haben deutlich gemacht, dass die USA ihre Arroganz und ihre Vorurteile ablegen und ihre hegemonialen, anmaßenden und brutalen Praktiken aufgeben müssen. Das chinesische Außenministerium stellt fest, dass die Vereinigten Staaten mit fast allen der etwa 190 von den Vereinten Nationen anerkannten Länder Krieg geführt oder sich an Feindseligkeiten beteiligt haben, mit nur 3 Ausnahmen. Diese 3 Länder wurden verschont, weil die Vereinigten Staaten sie nicht auf der Landkarte gefunden haben. Vielen der für geheime Raumfahrtprogramme rekrutierten Personen wurde gesagt,
dass es auf der Erde zu einer Apokalypse kommen würde, und sie wurden ausgewählt, ins All zu fliegen, um dort einen Teil der Zivilisation zu erhalten. Laura Eisenhower, die Urenkelin eines ehemaligen US-Präsidenten, sagte, sie sei gebeten worden, zum Mars zu fliegen. Ihre Rekrutierung erfolgte durch eine Organisation namens The Enclosure, und sie durchlief sogar die ersten Ausbildungsstufen. Laura sagte, sie überredeten die Leute, etwas Gutes zu tun. The Enclosure wurde als Denkfabrik betrachtet. Es gibt dort Top-Wissenschaftler, Militärs und Geheimdienstler, und alle Mitarbeiter haben Codenamen, die mit Vögeln zu tun haben. Agent Dan Smith, der mit mir zusammenarbeitete, wurde Chicken Littles genannt. Sie befassen sich mit UFOs und Entführungen, Telepathie und Remote Viewing. Aber so wie ich es verstanden habe, waren sie nicht nur eine einfache Denkfabrik, sondern sie setzten dunkle Waffen, Gedankenkontrolle und psychotronische Waffen ein, um ein alternatives Szenario zu schaffen, nämlich auf den Mars zu ziehen und ihn zu besiedeln. Sie wollten den Planeten verlassen, um mit freier Energie zu arbeiten. Als Alternative zu dieser Art von Aktivitäten schlägt China ein neues Modell für die Beziehungen zwischen Staaten vor, das auf Dialog und Partnerschaft statt auf Konfrontation oder Allianz setzt. Die White Dragon Society warnte die Chinesen davor, irgendwelche Geschäfte mit Kilometer und ihrer US-Tochtergesellschaft zu machen. Kilometer wird den Chinesen alles erzählen, was sie hören wollen, und ihnen dann in den Rücken fallen, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen. Stattdessen wurde ihnen geraten, das derzeitige KM-System implodieren zu lassen und darauf zu warten, dass die Weißhüte den Schlamassel beseitigen. Wie der amerikanische Patriotenführer Colonel Douglas MacGregor sagt, trauen Sie niemandem auf der Umgehungsstraße Washington, D.C. Die Implosion steht unmittelbar bevor. Wenn nicht noch vor dem Winter ein US-Unternehmen Konkurs anmeldet, werden etwa 180 Millionen Amerikaner und Kanadier während extremer Kälteperioden erfrieren, weil es zu Engpässen bei der Stromversorgung kommt, weil es zu wenig Treibstoff für das Stromversorgungssystem, Bulk Power System, BPS, und zu wenig Treibstoff für erdgasbefeuerte Generatoren gibt, heißt es im Winter Reliability Assessment, WRA, für 2023 bis 2024. Jetzt hat Moody's die US-Schulden herabgestuft. Meiner Erfahrung nach kommen die Herabstufungen von Moody's zu früh und zu spät. Hoffen wir, dass die Chinesen sich nicht dazu hinreißen lassen, noch mehr Geld zu verteilen, und dass die US-Regierung die Schuldenobergrenze nicht über den 15. November hinaus verlängert. Auf die Nachricht folgten Berichte wie der folgende: Einem Wissenschaftler zufolge könnte ein solarer Supersturm das Internet für Wochen oder Monate auslöschen. Wir können die Nordlichter bewundern, aber die gleiche Energie eines Sonnensturms könnte eines Tages etwas verursachen, das ein Forscher als das Stromnetz, Satelliten, unterirdische, mit Kupfer ummantelte Glasfaserkabel, Navigations- und GPS-Systeme, Funksender und Kommunikationsgeräte sind alle gefährdet, sagt Peter Becker vom US Naval Research Laboratory. Dann sehen wir etwa 24.000 Erdbeben in Island seit Ende Oktober, die eine Art vulkanischen Supersturm auslösen könnten. Was soll man sonst tun, ohne die Öffentlichkeit zu informieren? Eine ganze Menge. Das Technologieunternehmen Dell Complex kündigte das Projekt Blue Sea Frontier Compute Cluster an, das darauf abzielt, unabhängige Stadtstaaten in neutralen Gewässern zu schaffen, die mit leistungsstarken Rechenanlagen ausgestattet sind. Sie werden nicht durch die sich verschärfenden amerikanischen und europäischen Gesetze zur KI-Entwicklung eingeschränkt. Jede BSFCC-Plattform wird über eine eigene ständige Bevölkerung, ein eigenes Territorium und eine eigene Regierung verfügen und das Recht haben, Beziehungen zu anderen Staaten einzugehen. Den Bewohnern dieser unabhängigen Staaten werden eine doppelte Staatsbürgerschaft, eine gute Bezahlung, niedrige Steuern, Zugang zu einzigartiger Ausrüstung und Sicherheit versprochen. Eine Anwerbungskampagne hat bereits begonnen. Die Staaten werden durch modulare Containerlösungen leicht skalierbar sein. Die Ausrüstung wird mit Meerwasser gekühlt. Jede Plattform erhält 10.000 NVIDIA H100,
Grafikprozessoren im Wert von insgesamt 365 Millionen $. Und all dies wird getan, um mögliche KI-Einschränkungen zu vermeiden. Zum Beispiel, um an einem KI-basierten Waffensystem zu arbeiten oder an einem System, das menschliche Entscheidungen ignorieren kann. Gibt es irgendeinen Zweifel daran, dass dieses teure Projekt von der Kabale ins Leben gerufen wurde, die begonnen hat, die Kontrolle über die Regierungen verschiedener Länder zu verlieren? Auf dem Mond wurden viele offensichtlich künstliche Strukturen entdeckt, und jedes Jahr werden es mehr. Eine weitere mysteriöse Struktur auf der Mondoberfläche wurde von Scott Waring, einem bekannten Ufologen und virtuellen Archäologen, entdeckt. Die Bilder des Mondes, die die NASA vor einigen Tagen veröffentlicht hat, zeigen Strukturen, die nicht auf natürliche Weise entstanden sein können, und interessanterweise versucht die NASA nicht einmal, diese Informationen zu verbergen. Waring ist der Ansicht, dass die Behörde diese Informationen absichtlich preisgibt, um das öffentliche Interesse und die Aufmerksamkeit für Außerirdische zu wecken. Er forderte die NASA auf, mehr Informationen über den Ursprung dieser mysteriösen Strukturen zu liefern und weitere Forschungen durchzuführen. Der ehemalige Sergeant Jim Penniston war Gruppenführer und hatte im Dezember 1980 auf dem Luftwaffenstützpunkt Woodbridge Dienst, als im benachbarten Rendlesham Forest mehrere unerklärliche Lichter gesichtet wurden. Er nahm den Flieger Edward Carp-Ansager mit, und sie machten sich auf den Weg zum Osttor, um die Situation zu untersuchen. Doch statt eines abgestürzten Flugzeugs, wie erwartet, sahen sie ein Flugobjekt unbekannter Herkunft mit seltsamen Hieroglyphen auf seinem Rumpf. Penniston beschrieb das Flugobjekt in seinem Arbeitsbuch als dreieckig, mit blauen, weißen und roten Lichtern, und die Oberfläche schien glatt zu sein. Neben Skizzen des Schiffes enthielt das Notizbuch auch Seiten mit Nullen und Einsen, die einem Binärcode sehr ähnlich waren. Penniston sagte, dass es sich bei dem Code um Informationen handelte, die von dem UFO zu mir heruntergeladen wurden, und dass er keine Ahnung habe, wie die Informationen in seinen Kopf gelangt seien. Diese Zahlen wurden an einen Computerexperten geschickt, um zu sehen, ob etwas dran sei. Dem Experten wurde nicht gesagt, was er zu erwarten hatte, aber sein Urteil war fast unglaublich. Er sagte, es sei eine Botschaft aus der Zukunft. Die entschlüsselte Nachricht lautete: Die Erforschung der Menschheit geht weiter, ununterbrochen für den planetarischen Fortschritt. Die Augen unserer Augen. Ursprungsjahr 8100. Es folgte eine Liste von Koordinaten für Orte auf der ganzen Welt: Caracol in Brasilien, Sedona im amerikanischen Bundesstaat Arizona, die große Pyramide von Gizeh, der Berg Taishan in China, die geheimnisvollen Nazca-Linien in Peru, der Apollo-Tempel in Griechenland und ein unscheinbarer Meeresstreifen westlich von Irland, der einfach als Ursprung aufgeführt ist. Dieser Ort entspricht in etwa der Lage der Insel Hy Brasil, einer mythischen Insel, die heute nicht mehr existiert, aber auf zahlreichen antiken Karten eingezeichnet war. Alle Orte im Binärcode sind als hochspirituelle Orte bekannt, aber sie werden auch als Portale zu anderen Dimensionen oder zu anderen Realitätsebenen bezeichnet, und viele dieser Orte sind tatsächlich Portale, die mit dem unterirdischen Agatha-Netzwerk verbunden sind. In diesem Zusammenhang sei an die Geschichte eines ehemaligen Teilnehmers an geheimen Raumfahrtprogrammen, Corey Hood, erinnert, der behauptet, mit Anscha-Menschen, die unter der Erde leben, in Kontakt zu sein. Sie stammen aus der fernen Zukunft und haben sich in unsere Zeit begeben, um Ereignisse zu verhindern, die die Erde in eine negative Zeitlinie verschieben und so die Zukunft für diese Wesen verändern könnten.